Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute machen wir Eisenbahn. Tut, tut. Wir haben heute hier ein Eisenbahnmodell und zwar von der Firma G-Star. Die 59002, den GWR Steam Train. Das Ganze hat 789 Teile plus, ist dieses nette Exemplar hier. Wir haben eine klammergebundene Anleitung. Ja. Keine Aufkleber. Alles, was man sieht, sind Prints. Wir haben 30 Seiten mit insgesamt 96 Bauschritten. Ja. Elemente, die schon gebaut worden sind ausgegraut. Ja. Die zu bauen sind in Vollfarbe. Joa. Was ist übergeblieben? Übergeblieben ist eine Scheibe. Dazu komme ich gleich. Eine Achter, einmal Achter. Und jeweils zwei von diesen hier. Die braucht man zum Fixieren der Achsen. So. Punkt 1. Die Bausteine, auch wenn das rot, ja gut, die Bausteine sind gut, sehr gut. Haben eine extreme Klemmkraft, also lassen sich gut verklemmen, so ist es nicht. Passen relativ gut, auch wenn die hier gerade irgendwie gewölbt aussieht. Nein. Haben extrem kleine Angusspunkte. Also hier oben wäre der jetzt. Ja. Hier auf der ist sie ein bisschen tiefer, das ist aber eher eine Ausnahme. Ja. Sehr gute Klemmkraft. Prinz. Und ich habe hier drin Teile gefunden, die ich vor nicht allzu langer Zeit in einem Aston Martin DB5 von James Bond eingebaut habe. Neben dem Zug, also alle, ne, Lok, Tender, Anhänger, waren auch noch diese Schienen dabei. Gut, sie ergeben keinen Kreis, aber sind hier drauf ja auch nicht zu sehen. Alles zusammen ein Komplettpaket. Und jetzt kann ich natürlich nicht allzu weit fahren. Funktioniert. Jetzt zerlege ich diese 4 Elemente. Was an denen hier nicht ist, sie haben hier keine Magnetkupplung. Ja? Sie sind halt über Stifte zusammengesetzt worden. Man kann sie showweise irgendwo hinstellen. Ich kenne mich mit Eisenbahn auch jetzt partout nicht aus. Ich habe mal gehört, eventuell könnte man hier den Tender motorisieren, auch mit dem Akkublock. Gut.
Ich zerlege die jetzt und gehe von hinten nach vorne die Teile durch. Alles klar, bis gleich. So, zerlegt. Man sieht, hier ist jetzt noch was offen. Kommen wir dazu. Geht wunderbar. Und auch wenn das hier Starrachsen sind, da der Radstand relativ klein ist, funktioniert das. So. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Hänger, Personenwagen, der vorne und hinten einen Print hat, der hier Achsaufnahmen hat, die, soweit mir bekannt sind, sehr teuer und selten sind. Ja. Jetzt sieht man auch schon die Glasscheiben. Die haben ohne Ende Mikrokratzer. Das ist das einzige Negative. Und diese Waggons haben keine Türen, aber ein Innenleben. So, jetzt man sieht jetzt der Stein mit dem Print, minimale Farbabweichung, und das finde ich für Rot sehr, sehr gut. Jetzt sind die hier modular aufgebaut. Jetzt weiß ich nur nicht gerade welche Seite. Ich versuch's mal. Also normalerweise. Ja, das Dach ist an 4 Noppen feste. So. Ja, so sollten die nicht abkehren. Da sieht man, dass die Klemmkraft ziemlich gut ist. So. Das ist das Dach. Ja. Man sieht die Plates unten, dass die recht glänzen. Die anderen Seiten machen das genauso. Nur halt, ja, die Flächen sind halt auch. Aber Klemmkraft, da sieht man keine Abstände drin. Auch wenn man so schräg drüber guckt. Ja, alles relativ glatt. So, jetzt haben wir die Wände. Ja. Das ist auch so gewollt. So, jetzt sieht man hier drin 4 Sitzplätze. Davor ist gefliest. Also, wie gesagt, ich hatte noch keine Eisenbahn, aber sag mal, ich kann erkennen, dass es Sitzplätze sind. Ja, ist okay, oder nicht? Finde ich schon. Und ja, man nimmt die, setzt sie drauf. Setzt die drauf. Also man kann die Männchen da reinsetzen vorher. Und ich halte es am Dach fest. Ja? Also nur an dieser Kante hier. Hält. So, wunderbar. Entschuldigung. Das war Waggon Nummer 1. Das ist Waggon Nummer 2. Er ist 1:1 identisch. Ja. Sei es innen, sei es außen. Achso, von unten hatte ich noch gar nicht gezeigt. So. Ja. Also absolut identisch. Das Ganze wurde übrigens in 3 Bauschritten aufgebaut. Jetzt haben wir den Tinder. Auch das ist ein Print. Und diese Haken hier oben, da macht man das Ding auf. Da könnte man also auch was rein tun. Ja. Und soweit ich weiß, gibt es hier wohl eine Antriebseinheit, die hier genau runterpasst.
Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob der Akkubox hier reinpasst dafür. Na gut. Dann kommt die Lok. Jetzt die Lok mal drauf. Und man sieht hier dieses Quereisen. Das geht wunderbar. Ja, der Vorderwagen bewegt sich hier um die Kurve. So. So hängt er jetzt natürlich ein bisschen locker. Wenn ich jetzt hier hinten eins drehe, alle drehen sich, wunderbar. So, so sieht die ganze von vorne aus. Ja, die könnte ein bisschen Harry Potter geschädigt sein. Sonst würde ich nämlich sagen, das ist der Hogwarts Express. Ich weiß es. Hier hinten dran sieht man das Feuer. Und über dem Feuer, ich weiß nicht, ob es hell genug ist, doch sieht man, sind zwei Anzeigen. Und das sind auch Prints. Und das sind 1:1 dieselben Prints, die ich vor weniger Tagen oder weniger Zeit in den Aston Martin DB5 von James Bond eingebaut habe. Genau dasselbe. Also es ist 1:1 dasselbe Teil, deswegen bin ich ja schon fast so ein bisschen aber überlegen, ob G-Star vielleicht auch diesen Klon rausgebracht hat. Ich weiß es nicht. Hier hinten, auch auf beiden Seiten, die 3440 ein Print. Daneben sehen wir wieder ein Fenster. Wir haben hier den Tank. Ja. Also ich sag mal, das ist meine erste Eisenbahn. Ich finde es top. Ja. Und es ist auch nicht so, dass die Räder da unten mal so doof drehen. Nein. Die haben Zahnräder im Antrieb. Ja. Hm. So. Wir haben 1, 2, 3, 4 gerade Schienen dabei. 2 Kurven. Welche Radien die sind jetzt, oder das weiß ich nicht. Die Klemmkraft der Schienen finde ich auch okay. Ja. Und jetzt messen wir das Ganze mal aus. Von diesem Punkt aus bis diesen Punkt messe ich. Den hier zähle ich jetzt. 19 Zentimeter. Spurbreite, ja, wird für die Schienen passend sein, 5 Zentimeter. Höhe 8,5 Zentimeter. Zweimal. Tender. Auch wieder von dieser Kante hier bis zu dieser Kante. 8 Zentimeter. Breite 5. Ne? Wissen wir ja. Und Höhe ist 7,2, 7,3. Lok. Breitestes Teil ist auch hier. Das schließt ab. Und vorne. 19,5 Zentimeter. Höchste Teil ist das. 10,5. Und hier hinten ist 9,5. So.
würde jetzt mal nicht koppeln. Was auch nicht schwer ist, aber so. Die beiden sind koppeln. Ist miteinander verbunden. Sagen wir die erste Kante. Vorne bis hinten haben wir jetzt eine Gesamtlänge von 67 Zentimetern. Schienenende bis Schienenende wäre 73 Zentimeter. Also das wird eine grauenhafte Setkarte. Na gut. Also, so im Groben und Ganzen, wie gesagt, Klemmkraft sehr, sehr gut, Stabilität sehr, sehr gut. Ich habe es von Lego nicht besser, eher schlechter im Kopf. Detailgetreue der Lok finde ich gut. Der Tender ist auch okay. Die hier mit Innenleben und abnehmbaren Dach bestückbar mit Leuten ist gut. Dass hier keine Türen drin sind, ist schlecht. Aber macht optisch wirklich einen sehr, sehr guten Fuß. Ja. Und wie gesagt, er erinnert mich so ein bisschen an den Hogwarts Express. Aber ich weiß es nicht. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Däumchen hoch. Ein Abo wäre auch sehr schön. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Markus, einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Glück auf!